Bist du oft erschöpft und hast auch immer wieder mit Schmerzen zu tun und das oft nicht nur an einer bestimmten Stelle, sondern irgendwie im ganzen Körper? In diesem Video geht es nicht um die eine einzelne Ursache dafür und auch nicht um schnelle Lösungen. Aber ich zeige dir, an welchen Stellen du selbst sinnvoll ansetzen kannst und warum Erschöpfung und Schmerzen sich gegenseitig verstärken. Dafür gehe ich gleich 3 Ebenen nacheinander mit dir durch, damit du Ordnung in diese Beschwerden bekommst und besser herausfinden kannst, was für dich gerade relevant ist. Los geht's mit dem ersten Block. Ja, viele erleben Schmerzen und Erschöpfung als 2 Probleme, die getrennt voneinander stattfinden. Aber in Wirklichkeit hängen sie oft viel enger zusammen, als man denkt. Schmerzen zum Beispiel, die kosten dem Körper Energie. Und Erschöpfung senkt die Fähigkeit des Körpers, Schmerzen gut abzufedern. Beides verstärkt sich also gegenseitig. Schmerzen machen müder und Erschöpfung lässt Schmerzen intensiver werden. Ja, der Körper hat ja eigentlich Schutzmechanismen, also bestimmte Abläufe, um solche Belastungen auszugleichen. Wenn die aber dauerhaft gefordert sind, dann laufen sie irgendwann auf Reserve und können nicht mehr fein regulieren. Und dann fühlt sich alles viel anstrengender an und gleichzeitig auch schmerzhafter. Und das kann alles ganz schön verunsichern, denn die Beschwerden sind ja wirklich beeinträchtigend. Man merkt, dass etwas nicht stimmt, aber man findet keine eindeutige Erklärung. Und es gibt Leute, die fangen dann an sich selbst zu zweifeln oder die fragen sich, warum der Körper so reagiert und ob vielleicht irgendwas kaputt ist oder so. Das habe ich immer gedacht. Meist ist das aber nicht der Fall. Oft reagiert der Körper einfach empfindlicher, weil er schon über so lange Zeit erschöpft ist. Viele merken das daran, dass ihre Muskeln im Ruhezustand angespannt bleiben. Das kennt ihr vielleicht auch. Der Körper kommt kaum noch in echte Entlastung. Wenn es bei mir mal zu viel wird mit Schmerzen und Erschöpfung, dann nehme ich gern ein Magnesiumbad mit Magnesiumchlorid und nutze danach mein Massagegerät. Das sind für mich 2 super Möglichkeiten, dem Körper in solchen Phasen Entlastung zu geben. Aber nicht für jeden kommt ein Massagegerät in Frage. Man kann auch einfache Dinge ausprobieren, zum Beispiel einen Igelball an der Wand, um sich selbst damit zu massieren. Ich habe das ausprobiert und ich fand den Effekt gar nicht schlecht, auch wenn das natürlich körperlich sehr viel anstrengender ist. Ja, diese dauerhafte Anspannung, von der ich hier gesprochen habe, die erklärt einen Teil der Beschwerden, aber noch nicht das ganze Bild. Und genau hier kommt jetzt der nächste Bereich ins Spiel. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Nervensystem. Was viele Menschen merken, und vielleicht geht es dir ja genauso, selbst wenn sie Pause machen oder sich hinlegen, bleibt der Körper innerlich angespannt. Und das liegt nicht daran, dass man sich nicht genügend anstrengt oder so, sondern das liegt daran, dass das Nervensystem über längere Zeit gelernt hat, wachsam zu bleiben. Unser Nervensystem ist ja dafür gemacht, zwischen Anspannung und Entspannung zu wechseln. Problematisch wird's, wenn dieser Wechsel nicht mehr gut gelingt. Dann bleibt der Körper im inneren Bereitschaftsmodus und das spüren wir. Das Nervensystem ist in diesem Zustand nicht kaputt oder so, sondern das ist einfach dauerhaft auf Schutz eingestellt. Passt auf. Und das zeigt sich zum Beispiel durch flache Atmung, so kann sich das äußern, oder durch mehr Muskelanspannung, durch unruhigen Schlaf, hängt auch oft damit zusammen, und schnelle Überforderung. Und das zeigt sich zum Beispiel durch flache Atmung oder durch mehr Muskelanspannung. Auch unruhiger Schlaf hängt oft damit zusammen oder auch schnelle Überforderung. Das ist ja kein bewusster Zustand. Niemand sucht sich sowas aus. Und in solch einer Verfassung, da kostet selbst Alltag unglaublich viel Energie. Und Reize, zum Beispiel Geräusche oder Licht, die werden viel schneller als unangenehm oder schmerzhaft wahrgenommen. Doch wie kommt man aus diesem Zustand wieder raus? Das Gute ist, man kann auf das Nervensystem Einfluss nehmen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und darauf bin ich in einem anderen Video schon ausführlicher eingegangen. Für mich persönlich ist vor allem die tiefe Atmung in den Bauch
eine Soforthilfe, wenn ich merke, dass mein Körper mal wieder unter Stress steht. Das hilft mir wirklich. Am Anfang, als ich damit angefangen habe, da habe ich es nicht mal geschafft, 4 Sekunden tief einzuatmen. Das ging nicht. Wenn ich es versucht habe, musste ich husten und die Atmung war total flach. Erst mit der Zeit, durch regelmäßige Anwendung, da hat sich das bei mir verbessert. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass mein Nervensystem nach und nach gelernt hat, wieder etwas mehr loszulassen. Und ich freue mich natürlich darüber, dass es ein bisschen vorangegangen ist. Ja, und zusätzlich zur Atmung nutze ich ein Gerät für meinen Entspannungsnerv, den Vagusnerv. Das ist auch nicht die Lösung, sondern das ist eine tägliche Unterstützung, sozusagen im Hintergrund. Und wenn dich interessiert, wie sich der Unterschied bei mir in Messungen gezeigt hat, ich habe das nämlich mal messen lassen, dann schau gerne in dieses Video rein. Beides zusammen, also Atmung und Gerät, unterstützen dich dabei, wieder häufiger aus dieser Daueranspannung rauszukommen. Aber es geht noch weiter, es gibt noch einen dritten Bereich, der im Alltag eine große Rolle spielt und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Der dritte Bereich betrifft etwas, das oft im Hintergrund läuft und trotzdem großen Einfluss haben kann. Und zwar geht es um stille oder unterschwellige Entzündungen. Viele stellen sich Entzündungen ja als etwas Akutes vor, so kennt man das, etwas, was man klar spürt, was man messen kann und was dann auch wieder abklingt. Bei chronischer Erschöpfung und Schmerzen, da geht es aber meist um was anderes. Diese Art von Entzündung geht nicht nach 1 oder 2 Wochen wieder weg. Das ist da wie ein dauerhaftes Hintergrundrauschen, das den Körper ständig beschäftigt. Und das kann dazu führen, dass Erholung viel schlechter funktioniert, dass man sich schneller ausgelaugt fühlt und dass Reize weniger gut abgefedert werden, weil im Hintergrund dauerhaft Entzündungsprozesse mitlaufen, die den Körper zusätzlich Energie kosten. Vielleicht fühlt sich das ja für dich bekannt an. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein paar Nährstoffe, die dabei eine wichtige Rolle spielen. Auch das jetzt bitte nicht als Lösung ansehen, sondern als weitere Unterstützung bei Schmerzen und Erschöpfung. Es geht dabei um Dinge wie Entzündungsregulation, um Reizverarbeitung und auch um Erholung. Das sind ja genau unsere Baustellen, oder? Das sind mehrere Nährstoffe, die hier eine Rolle spielen. Und ich möchte heute nur einen zentralen Baustein ansprechen und das ist Omega-3. Denn Omega-3 ist an der Entzündungsregulation und an der Verarbeitung von Reizen beteiligt. Und gerade wenn der Körper sowieso unter Dauerbelastung steht, dann kann das eine Rolle spielen, ob solche Grundlagen gut abgedeckt sind oder nicht. Das erklärt natürlich nicht alles und ersetzt auch keine anderen Maßnahmen. Aber für mich ist es ein Teil des Gesamtbildes, das man im Blick haben sollte, wenn Erschöpfung und Schmerzen schon lange Thema sind. Aber wie findest du jetzt heraus, ob Omega-3 bei dir eine Rolle spielt? Viele greifen an dieser Stelle, ich weiß das, einfach zu irgendeinem Omega-3-Produkt und hoffen, dass es irgendwie passt und dass irgendwas passiert. Das Problem ist, viele dieser Produkte enthalten so wenig wirksame Fettsäuren, dass sie im Körper kaum was verändern. Vor allem, wenn man da in der Unterversorgung oder im Mangel ist. Und wenn man das wirklich im Blick behalten möchte, dann ist der sinnvollste Schritt in meinen Augen deshalb, die eigene Omega-3-Versorgung messen zu lassen. Das geht zum Beispiel mit diesem einfachen Selbsttest für zu Hause, der mir von meinem Laborpartner zur Verfügung gestellt wird. Der zeigt wichtige Parameter und ist einfach zu handhaben. Und in der anschließenden Beratung, da schauen wir uns gemeinsam die Ergebnisse an. Du erhältst dann auf Basis der Werte eine individuelle Einschätzung und auch konkrete Hinweise zur Optimierung der Omega-3-Versorgung. Wenn sich auf Basis der Werte zeigt, dass eine Ergänzung sinnvoll ist, arbeite ich mit den Omega-3-Produkten von Norsan. Denn Norsan arbeitet mit strengen Qualitäts- und Reinheitsstandards und ist entsprechend zertifiziert. Und die Öle sind frei von Schadstoffen, von PCBs und Schwermetallen. Die sind gereinigt und haben einen hohen Omega-3-Gehalt. Das unterscheidet sie von ganz, ganz vielen anderen Produkten. Und es handelt sich außerdem um natürliche Öle mit nachhaltiger Herkunft. Und diese Kombination aus Qualität, Zusammensetzung und auch Transparenz der Firma, das ist für mich ein Grund, warum ich in der Beratung mit Norsan arbeite. Du findest Informationen zum Test, zur Beratung und auch zu den Produkten in der Videobeschreibung. Ja, wenn man sich das alles anschaut, dann wird klar,
Schmerzen und Erschöpfung hängen im Körper enger zusammen, als sie sich im Alltag manchmal anfühlen. Und es gibt auch noch weitere Ansatzpunkte, die bei Schmerzen und Erschöpfung eine Rolle spielen können, die ich aber nicht alle in einem Video unterbringen kann. Bei vielen rückt ja im Alltag vor allem die Erschöpfung in den Vordergrund. Und wenn das bei dir auch so ist und viele Bereiche deines Alltags beeinflusst, dann passt das nächste Video hier gut als Ergänzung für dich. Denn darum geht es um 10 alltägliche Belastungen, die viele Menschen mit anhaltender Erschöpfung kennen, unabhängig von einer konkreten Diagnose. Bis gleich im nächsten Video.